Amen. Amen. We're dealing with a question about the sealing Wir behandeln eine Frage in Bezug auf die Versiegelung in a question and answer session. in der Frage- und Antwortstunde. I dealt with the subject of the sealing of the priests. Habe ich die Thematik der Versiegelung der Priester besprochen. And someone asked a secondary question. Und dann hat jemand noch eine zweite Frage dazu gestellt. I said that we're sealed on November the 9th. Ich habe gesagt, dass wir am 9. November versiegelt sind. But is this sealing prophetic? Ist nun diese Versiegelung prophetisch anzusehen? The reason the person is asking, Der Grund, warum diese Person diese Frage stellt, because people have said that our close of probation is prophetic, not literal. weil Leute gesagt haben, dass unser Ende der Gnadenzeit nicht buchstäblich ist, sondern prophetisch. So how should we understand the sealing of the priests in 2019? Wie können wir also nun die Versiegelung der Priester im Jahr 2019 verstehen? Was it a real sealing? War es also eine wirkliche, echte Versiegelung? A follow-on question was, how do we know if we're on the right side? Und dann die Folgefrage ist, woher wissen wir denn, ob wir auf der richtigen Seite stehen? Because we think, because we're in the movement, Weil wir in der Bewegung we think that we've passed the tests. denken ja, dass wir den Test bestanden haben. So it's the last two parts that I'm not 100% sure on. That first part that I've just said. Also dieser erste Teil, den ich gesagt habe, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. So if the sealing occurred as I said, Wenn also nun die Versiegelung so auftritt, wie ich es gesagt habe, does that mean we're sealed? bedeutet das dann, dass wir versiegelt sind? So the first thing that I tried to do, Das erste, was ich nun versucht habe, we looked at this line here, ist, dass wir diese Linie hier betrachtet haben. and it goes from 1798 to the second advent. Diese geht vom 1798 bis zur Wiederkunft. This is the line that Ellen White provides for us. Das ist die Linie, die Ellen White uns gibt. She gives us 5 major waymarks. Sie stellt 5 Wegmarken heraus. Now there is some history Da gibt es jedoch noch Geschichte from 1850 to 1915 von 1850 bis 1915, that would go in here die hier dazwischen wäre, that I haven't included. die ich hier jetzt nicht mit eingefügt habe. This would be the history when the church goes into a Laodicean condition. Das wäre die Geschichte, wo die Gemeinde in diesen laodiceanischen Zustand fällt, And also the history of Jones and Wagner. und auch die Geschichte von Jones und Wagner. So to look at it from another perspective, Um es nun von einer anderen Perspektive zu betrachten, I haven't included the Civil War history, habe ich die Geschichte des Bürgerkrieges nicht mit eingeschlossen nor have I included the 1888 history. und auch nicht die Geschichte von 1888. Both histories have a test, Beide Geschichten beinhalten einen Test and part of that test is the issue of the Sabbath. und Teil dieses Testes ist die Thematik des Sabbats. The reason why I didn't include them Der Grund, warum ich dies nun nicht mit einbezogen habe, is because the end hasn't come. weil das Ende noch nicht gekommen war. Neither of those histories culminated in the second advent. Keiner dieser beiden Geschichten führten zur Wiederkunft. And that's where all Bible prophecy takes you. Und das ist, wo dich alle biblische Prophetie eigentlich hinführt. The book Great Controversy Das Buch Der große Kampf or Spiritual Gifts Volume 1, oder auch Geistliche Gaben Band 1. both books take you to this event here, the second advent. Beide Bücher bringen uns an dieses Ereignis, an die Wiederkunft. They do take you some way beyond that. They don't? They do. Sie bringen dich sogar ein Stück noch weiter, The 1,000 years, the lake of fire. nämlich die 1000 Jahre und der Feuersee. But we've confined our studies here to this earth. Aber wir haben unsere Studien jetzt nur auf diese Erde beschränkt. So here we have our line.
Also deswegen sehen wir hier unsere Linie. Then above that, Und darüber we've got these phrases which are all taken from Scripture, haben wir diese Begriffe, die alle aus der Schrift kommen, and they line up with these 5 waymarks. die dann mit diesen 5 Wegmarken einhergehen. Time of the end, cleanse of the sanctuary, mark of the beast, Michael stands up, Son of Man in the clouds of heaven. Zeit des Endes, die Reinigung des Heiligtums, Mahlzeichen des Tieres, Michael steht auf und dann Christi Wiederkunft. And we had a second symbol here. We could put the judgment of the living. Und ein weiteres Symbol hatten Sorry, the investigative judgment, wir hier, und zwar das Untersuchungsgericht, which is the judgment of the dead. welches das Gericht an den Toten ist. Then what I did, Was ich dann getan habe, I put a little box habe ich hier eine kleine Box hinzugefügt and I said, this is the history of the priests. und dann gesagt, das hier ist die Geschichte der Priester. We've got 2 options. Und dort haben wir 2 Optionen. We can see clearly, hopefully we can see this. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier erkennen können. This history that we call the priests Diese Geschichte, die wir die Priester nennen, is nothing more than the stepping stones to get from 1844 to the Sunday law. ist nichts anderes als dieser Zwischenschritt, der uns von 1844 zum Sonntagsgesetz führt. So there's a waymark here and here, Da gibt es also eine Wegmarke hier und dort and others with it. und noch andere, die da mitkommen. So if we were to think of this as a swamp, Wenn wir das jetzt wie ein Sumpf betrachten, we've got stepping stones. dann haben wir hier diese Trittsteine. These stepping stones Und diese Steine allow you to navigate over the swamp. helfen dir, über diesen Sumpf oder durch diesen Sumpf hindurch zu laufen. Now, to get from the beginning of your journey to the end, Um nun vom Anfang deiner Reise zum Ende zu gelangen, you're not able to do it in one jump. ist es dir nicht möglich, diese mit nur einem Sprung zu machen. It's too far. Das wäre zu weit. So you need stepping stones in between. Deswegen braucht man hier so diese Trittsteine dazwischen. These stepping stones are experiences. Diese Trittsteine sind Erfahrungen. We would call them historical events. Wir würden sie auch historische Ereignisse nennen. So these 5 waymarks that we have here Diese 5 Wegmarken, die wir hier also haben, that speak of priests, die hier von Priestern sprechen, these allow you to get from 1844 to the Sunday law. diese erlauben dir, von 1844 zum Sonntagsgesetz zu gelangen. Now, you might argue Und ihr mögt jetzt nun argumentieren, that the jump from 1844 to when the priests begin is too big. dass dieser Sprung von 1844 bis zu dem Punkt, wo die Priester beginnen, eigentlich viel zu groß ist. And yes, it is. Ja, das ist er. So what we did, Was wir also getan haben, in fact, if you didn't begin from 1844, but you began from 1798, wenn du nun nicht 1844, sondern sogar 1798 beginnst, what we did was we changed this date. Was wir dann getan haben, ist dieses Datum zu verändern. And we changed it to 1989. Wir haben es in das Jahr 1989 verändert. So we do this, I call it a trick. I don't know what to call it. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich nenne es jetzt ein Trick. We turn this first waymark here, Wir nehmen jetzt hier diese erste Wegmarke, which is just a waymark in this history, welches nur eine Wegmarke innerhalb dieser Geschichte ist, the history from 44 to the Sunday law, die Geschichte von 1844 bis zum Sonntagsgesetz. and we turn that waymark into the same waymark as 1798. Und verändern diese Wegmarke in die gleiche Wegmarke wie 1798. So we have 2 options. Wir haben also nun 2 Optionen. These 5 waymarks that we have Diese 5 Wegmarken hier that are necessary sind notwendig, in order to get to the Sunday law, um zum Sonntagsgesetz zu gelangen. we can give them new names, new titles. Wir können ihnen neue Namen oder diese neuen Titel geben. You can call them anything you wanted.
Du kannst sie nennen, wie du möchtest. But that's option 1. Das ist Option Nummer 1. Or you can give them the same names Oder du kannst ihnen die gleichen Namen geben, as the ones that Ellen White gave us here. die auch schon Ellen White hier diesen Wegmarken gegeben hat. And when you do that, Wenn du das tust, you put them in exclamation marks. dann macht man sie in diese Anführungszeichen. So what we do, Was machen wir? we say either these 5 waymarks have got brand new titles, and we could discuss what they would be. Entweder geben wir diesen 5 Wegmarken nun ganz neue Titel und wir könnten diskutieren, wie wir sie nennen. Or we use the same titles for other waymarks. Oder wir benutzen die gleichen Titel für andere Wegmarken auch. They're the 2 options. Diese 2 Optionen hat man. New titles, same titles. Gleiche Titel, andere Titel. Is everybody okay with that? Soweit? Okay. Which option do we choose? Welche Option wählen wir? Did we choose new titles or the same ones? Haben wir uns für neue Titel entschieden oder für die gleichen? Is this to Alan? We chose the same ones. Wir haben uns für die gleichen entschieden. Sister Catherine, why did we do that? Warum haben wir das gemacht? Why not just choose new ones and not confuse people? Warum haben wir nicht einfach neue gewählt, um Leute nicht zu verwirren? Because at the time, I think it would have confused people. Ich glaube, zur damaligen Zeit hätten wir erst recht Leute verwirrt. So at the time it would have confused people. Also zu der Zeit hätte es Leute verwirrt. So why not change them now? Warum sollen wir sie denn dann jetzt nicht verändern? Clear all the confusion up. Und jetzt die ganze Verwirrung lüften. I think we'd still be confused. Ich glaube, wir wären immer noch And verwirrt. just, Why would we have been confused in the beginning if we had done that? Warum wären wir denn so verwirrt gewesen am Anfang? What would have been the confusion? Was wäre denn diese Verwirrung gewesen? because we were referring to the same things that we thought Ellen White was referring to. Just a little bit louder. Same to what you just said. We thought that we were referring to the same things that Ellen White was referring to. Wir haben gedacht, dass wir uns auf die gleichen Dinge beziehen, auf die sich auch Ellen White bezogen hat. So that's where the problem arose. Hier ist das Problem aufgekommen. When we first started doing this, Als wir angefangen haben, dies zu tun, we thought da haben wir gedacht, that these waymarks that we were identifying, dass diese Wegmarken, die wir hier herausgestellt haben, these were the ones that Ellen White spoke of, dass es genau die sind, von denen Ellen White gesprochen hat. except one. Außer einer. Which one was that? Welche war das? Sorry? 9/11. 11. September? We thought Ellen White spoke about 9/11. Wir dachten, dass Ellen White über den 11. September spricht. 1989. 1989. That one we knew Ellen White wasn't talking about Da wussten wir, dass Ellen White nicht darüber sprach, because she speaks about 1798. weil sie ja über 1798 spricht. So Ellen White couldn't help us Ellen White konnte uns also nicht helfen. we will call that former rain because it's in the former rain. Für den Frühregen, weil wir sehen ja, dass das im Frühregen ist. It's the line of the priests. 5 waymarks. 5 Wegmarken für die Priester. We'll call this FR1, Und das nennen wir jetzt den FR1, 2, 3, 4, and 5. und dann bis zu Nummer 5. These are the titles that I want to give to these waymarks. Das sind die Titel, die ich jetzt nun diesen Wegmarken geben möchte. What we did is we went into Daniel 11 verse 40 Was wir gemacht haben ist, wir sind zu Daniel 11, Vers 40 gegangen and we looked at this waymark here, und haben diese Wegmarke betrachtet, FR1, diese FR1, and we read that event in the verse. und haben dieses Ereignis im Vers gelesen. That event being a struggle between the United States and the United States of America and United States of Russia. Und dieser Kampf, den wir da gelesen haben zwischen
den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinigten Staaten von Russland. Two United States that were fighting against one another. Zwei Vereinigte Staaten, die gegeneinander kämpften. So we see that in history, Das erkennen wir in der Geschichte and we say what we saw is what we're reading. und sagen dann, das, was wir sehen, das lesen wir. So we took that one from the Bible. Das haben wir also aus der Bibel genommen. Ellen White didn't help us there. Ellen White konnte uns da nicht helfen. And the Bible said Die Bibel sagte, that event dass dieses Ereignis should be called the time of the end. sollte Zeit des Endes genannt werden. So instead of calling it former rain 1, Und anstelle es nun Frühregen Nummer 1 zu nennen, we called it time of the end. haben wir es Zeit des Endes genannt. And then the second one, Die zweite Wegmarke, we went to Ellen White, da sind wir zu Ellen White gegangen and in her writings we saw that something happened in New York. und in ihren Schriften haben wir gesehen, dass etwas in New York geschah. Now, this one, Die, this event hadn't occurred before. dieses Ereignis ist zuvor noch nicht geschehen. So it didn't have a name Deswegen hatte es ja auch noch keinen Namen, that we could pick up from here. den wir hier von hier nehmen könnten. This was 9/11. Das hier ist also der 11. September. And then we went back to Ellen White Dann sind wir zurück zu Ellen White gegangen, because we're in verse 40 here. denn wir befinden uns ja in Vers 40 And then we understood that verse 40 und haben verstanden, dass Vers 40 was the death of the Soviet Union, der Tod der Sowjetunion ist, Russia, nämlich Russland, that was symbolized by the king of the south in verse 40. der durch den König des Südens in Vers 40 symbolisiert ist. Then all we did, Und was wir dann getan haben, he said, what does the next verse say? was sagt denn der nächste Vers? And the next verse says, Der nächste Vers sagt, the glorious land is taken. dass das herrliche Land eingenommen wird. And we remember that Ellen White said, Und wir erinnern uns, dass Ellen White gesagt hat, the glorious land is the United States. dass nämlich das herrliche Land die Vereinigten Staaten von Amerika sind. So then we said, when does the United States get taken over? Dann haben wir uns gefragt, wann wird denn die USA eingenommen? We decided that that was at the Sunday law. Und da haben wir entschlossen, dass dies am Sonntagsgesetz So ist. then we did verse 41 Deswegen haben wir Vers 41 gemacht and we called that Sunday law. und haben dies Sonntagsgesetz genannt. And then we went to the next event, Und dann sind wir zum nächsten Ereignis gegangen, which was 12:1, welches Kapitel 12, Vers 1 ist, which was the close of probation. welches Ende der Gnadenzeit ist. And then by the time you get that far, the rest of it is obvious. Und sobald du das herausgefunden hast, ist der Rest sehr offensichtlich. And then we came to the realization Dann ist uns bewusst geworden, when we're doing all of this work wenn wir all diese Arbeit hier tun, that there are more steps. These things are more complicated than we first anticipated. dass es da noch weitere Schritte gibt und dass es komplizierter ist, als wir erst dachten. And when you begin here at the time of the end, Wenn man hier zur Zeit des Endes beginnt, this is 1989, welches 1989 ist, then you get to 9/11. wenn man dann zum 11. September kommt, You can't get from 9/11 to the Sunday law in That- one jump. da kann man nicht innerhalb von einem Sprung bis zum Sonntagsgesetz kommen. Too big. Es ist einfach zu groß, zu lang. So what did we discover? Und was haben wir dann erkannt? Hidden in verse 40. Was sozusagen in Vers 40 verborgen ist. Well, Ariel, what did we discover in verse 40 that was hidden? Was haben wir in Vers 40 erkannt, was verborgen lag? The resurrection of the King of the South. The rising of the King. Die Wiederauferstehung des Königs des Südens und Raphia. So we discovered two ancient battles Wir haben zwei alte Schlachten entdeckt between the king of the north and the king of the south, zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. and they were identified as being Raphia
and Panium. die als Raphia und Panium identifiziert sind. And you can find those battles Diese Schlachten kann man in the earlier part of Daniel 11. am Anfang von Daniel 11 finden. So we found 2 waymarks here, Wir haben also noch 2 weitere Wegmarken entdeckt, which became significant. die von Bedeutung wurden. And then we could jump from 9/11 to this waymark, to the next one, to the Sunday law. Und somit können wir vom 11. September über diese 2 Wegmarken bis hin zum Sonntagsgesetz springen. So suddenly, Plötzlich everything was getting complicated. wurde alles sehr kompliziert. For one thing, Eine Sache, we've now got new titles. jetzt haben wir noch weitere Titel. We have Raphia Wir haben nämlich Raphia and Panium, und Panium. and they're not very helpful. Sie sind nicht sehr hilfreich. Why are they not helpful? Warum sind sie denn nicht hilfreich? Why are they not helpful to us? Sister May? We don't have any knowledge about Raphia and Panium. Wir haben nicht viel Wissen über die Raphia und Panium. You can go onto Wikipedia, Du könntest find out zu Wikipedia gehen und einfach herausfinden, if that's what you're referring to. wenn es das ist, auf was du dich beziehst. I don't know how to say it. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann. Those are names of the past. That- Past history. Das sind Namen von vorangegangener Geschichte. A bit more. Noch ein bisschen mehr. That's where the problem begins. They're names from history. The history bit isn't that important. They're just names. Da liegt nämlich das Problem, oder da fängt das Problem an. Es sind Namen aus der Geschichte, aber die Geschichte ist nicht so das Problem. Es sind also einfach nur Namen. They're names from this history. Es sind Namen von dieser Geschichte. Anyone else? What's the problem? What is their function? What is their function? Was ist also ihre Funktion? What purpose do they serve? Was für einen Zweck dienen sie denn? To understand what they mean, Um nun zu verstehen, was sie denn bedeuten, you have to be able to cross-reference them to something. muss man nun einen Bezug auf sie nehmen können. So, like Strong's Concordance, So wie die Konkordanz von Strongs. Strong's Concordance is a bridge Diese ist nämlich eine Brücke, to take you from one world to another, um dich von einer Welt zu einer anderen zu bringen. to take you from the Hebrew world, Um dich von der hebräischen Welt, obviously you have to say it this way, to the English world. und ich muss es jetzt sagen, in die englische Welt zu So you'd say to the gelangen. German or the French, depending on your language. Und es kommt jetzt nun auf deine Sprache drauf an, entweder auch in die deutsche oder in die französische. So it takes you from the ancient world to the modern. Es bringt dich von dieser alten Welt in die moderne. That's what Strong's Concordance does for you. Das ist das, was die Konkordanz von Strongs für dich macht, So those Hebrew words become useful. sodass diese hebräischen Worte für uns nutzbar werden. So if we have these ancient words here, Wenn wir hier nun diese alten Worte haben, they don't help us. das hilft uns nicht. So we need a bridge Wir benötigen nun eine Brücke, to help us in the modern world. um uns nun in dieser modernen Welt zu helfen. What's that bridge? Und was ist nun diese Brücke? Spirit of prophecy. Der Geist der Weissagung. So we need to go into the spirit of prophecy Wir müssen zum Geist der Weissagung gehen, to find out what Raphia and Panium are. um herauszufinden, was nun Raphia und Panium denn darstellt. When I said what the problem is, what was your answer? Als ich gefragt habe, was war das Problem, was war deine Antwort? Do you remember what you said? Oh, yeah, what's their function? What is their function? Was ist denn ihre Funktion? They don't mean anything.
Es bedeutet ja nichts. It just says these two kings were fighting. Wir haben ja nur gesehen, dass da zwei Könige kämpfen. We're in verse 40, Wir befinden uns in Vers 40. and we've divided verse 40 into how many parts? Und in wie viele Teile haben wir nun Vers 40 geteilt? Brother Jim? 2 parts. In 2 Teile. Part 1, Teil what 1, happened? was ist geschehen? The king of the north and the king of the south They fought, fought, yeah, but they fought in part B as well. Also König des Nordens und Süden kämpfen. but it was a different Sie battle. kämpfen aber auch in Teil A 2. different fight. So in this fight, In diesem Kampf, who wins? wer gewinnt hier? King of the south. Der König des Südens. King of the South wins. Der König des Südens gewinnt. In this one, King of Und the in north. diesem good. gewinnt der König des Nordens. This date, Was ist dieses Datum hier? The date 1989. Neun- good. 1798. This Sieb- one, 1798? the one you gave me a minute ago. 1989. Good. 1989. And this one, Und was ist das hier? Sunday law. Sonntagsgesetz. hopefully we're all okay with that. Ich hoffe, dass damit sind wir einverstanden. So we're in this history Wir befinden uns nun in dieser Geschichte. here, Diese Geschichte hier. and this is a story Das ist nun die Geschichte about the king of the north and the king of the south. von dem König des Südens und dem König des Nordens. So 9/11 doesn't help. Der 11. September hilft uns hier also nicht. Very hard to see 9/11. Es ist hier sehr schwierig, den 11. September zu sehen. Here it is. Hier ist es. Put it as a dot Ich stelle es nun als Punkt dar, because it's not part of this story. weil es nicht Teil dieser Geschichte hier ist. So it's not a waymark. Es ist also keine Wegmarke. But Raphia and Panium, Aber Raphia und Panium these are stories about battles between these kings. handeln nun von Raphia und Panium handeln nun von der Geschichte, wo diese beiden Könige miteinander kämpfen. So we know they go here, Deshalb wissen wir, dass sie hier stattfinden. but what we don't know Was wir aber nun nicht wissen, is their function. Good. also ihre Funktion. We Yes. don't know their function Wir kennen nun ihre Funktion nicht, because we can't see them anywhere weil wir sie nirgends sehen können. in the verse. Nirgends im Vers So you selbst. go to another verse Wenn wir einen anderen Vers betrachten, and it just says they had a fight. wo es dann heißt, ja, sie haben gekämpft, It does give us additional information dann gibt es uns noch etwas mehr Information. because in these two battles Denn in diesen beiden Schlachten tells you who wins. heißt es oder erklärt es uns, wer gewinnt. Raphia, Raphia, who wins? wer gewinnt? Brother Wolfgang. Brother Carl? Sister Suellen? Der South König wins. des Südens gewinnt. And then in Panium, Und dann bei Panium the North wins. gewinnt der Nordkönig. Sister Sarah said we don't know their function. Ich habe gesagt, Sarah hat gesagt, dass wir die Funktion nicht kennen. And to find out what their function is, Und der Weg nun herauszufinden, welche Funktion diese Wegmarken denn we innehaben, need a bridge benötigen wir eine Brücke, to bring them from ancient history to our history. um sie von der alten Geschichte in unsere Geschichte zu bringen. So we have to find out, what does Raphia mean? Also müssen wir herausfinden, was denn Raphia bedeutet. You have a Hebrew word Man hat ein hebräisches Wort in the ancient world, in der alten Welt and you say, what does it mean in the modern world? und dann fragen wir uns, was bedeutet es denn in der modernen Welt? And you need some bridge, some instruction manual, Und da braucht man eine Brücke, sozusagen ein Benutzerhandbuch, Strong's. nämlich Strongs. So to get Raphia Um nun Raphia zu verstehen, and to understand what it means for us, um zu verstehen, was es für uns heute nun bedeutet, you need a book benötigt man ein Buch, to bridge that gap.
um nun diese Lücke zu überbrücken. And I'm saying that spirit of prophecy. Und ich habe gesagt, dass dies der Geist der Weissagung ist. So Raphia and Panium, Raphia und Panium, when you come to our history, wenn man da nun in unsere Geschichte kommt, you need something to bring you from the ancient world to the modern. benötigen wir nun etwas, um uns von der alten Welt in die neue Welt zu And bringen. here we did some really risky stuff. Und hier haben wir nun etwas sehr Riskantes unternommen. These were big jumps. Das waren große Schritte. Second selected messages, page 80, paragraph 4. Ausgewählte Botschaften, Band 2, Seite 80, Abschnitt 4 im Englischen. What does that say, Brother Roland? Was sagt es dort? From memory. Aus deiner Erinnerung nun heraus. Don't whisper. It's okay, whispering. Nicht flüstern. No. Sister Sarah? Sister Catherine? Not any detail, just Nicht im Detail. it's about the great test. Es handelt von dem großen Test. Brother Roland, it's about the great test. Kannst du dich erinnern? Großer Test. What did Ellen White say about the great test? Was hat Ellen White denn über diesen großen Test gesagt? Of the before close of probation. Good. So Ellen White says the great test is the image of the beast. Der Ellen White sagt hier, dass der große Test das Bild des Tieres ist, And it comes before the close of probation. welches vor dem Ende der Gnadenzeit kommt. Look what we did. Number 8. Und was haben wir hier getan? Nummer 8 hier. Image of the beast. Bild des Tieres, Mark of the beast. Mahlzeichen des Tieres, Sunday law. Sonntagsgesetz. So we'll restate the passage. Wir sagen also diesen Abschnitt nochmals. So we would say what, my Da brother? was würden wir dann sagen? Not image of the beast. Nicht Bild des Tieres, sondern Sunday law. Sonntagsgesetz. That. Sunday law is its relationship. Eine Beziehung. The quote said, image of the beast is before close of probation. We say, Bild des Tieres ist vor dem Ende der Gnadenzeit. Und was sagen wir jetzt? instead of image of the beast, we say the same thing, but we just use the phrase Sunday law. Wir sagen genau das Gleiche, nur anstelle Bild des Tieres zu sagen, sagen wir Sonntagsgesetz. Can you help? Ellen White says, Ellen White sagt, image of the beast is before kommt vor dem Ende der Gnadenzeit. image of the beast Bild des Tieres is Sunday law. und ist jetzt nun das Sonntagsgesetz. So we say Sunday law is Also sagen wir, das Sonntagsgesetz before kommt vor dem Ende der Gnadenzeit. good. So we changed it to Sunday law is before close of probation. Also haben wir es nun verändert und gesagt, das Sonntagsgesetz ist vor dem Ende der Gnadenzeit. So we know that's what Ellen White says. Das wissen wir nun, dass Ellen White sagt. But what we did Was wir aber getan haben, is we said wir haben gesagt, we're interested in the church. wir interessieren uns an der Gemeinde. Hold on to that concept. Haltet dieses Konzept mal parat. We're interested in the church. Wir sind an der Gemeinde interessiert. Then we took another concept, Und dann haben wir ein anderes Konzept genommen, the Millerite history. nämlich die Geschichte der Milleriten. We went to the Millerite history Und dort sind wir dann hingegangen and we said und haben dann gesagt, it finishes when? sie hört wann auf? 22nd of October 1844. It finishes here. Am 22. Oktober 1844. It's all Hier hört blank es after auf. that, remember? Danach ist alles schwarz sozusagen. So we said the Millerite history ends in 1844. Wir haben gesagt, die Miller-Geschichte hört
im Oktober 1844 auf. If you go to the parable of the 10 virgins, Wenn man dann zum Gleichnis der 10 Jungfrauen geht, the story ends with what? dort hört die Geschichte mit was denn auf? The good virgins are inside, Die guten Jungfrauen sind dann drin the bad ones are outside, und die schlechten stehen draußen and they want to get in, und sie wollen eigentlich reinkommen, but they can't. aber sie können nicht. Why can't they get in, Brother Jim? Warum können sie denn nicht reinkommen? They're late. Sie sind zu spät. What's preventing them? Und was hindert sie reinzukommen? The door is shut. Die Türe ist geschlossen. And we said this. Und dann haben wir Folgendes gesagt. Everyone knows a shut door equals Wir alle wissen doch, dass eine geschlossene Tür gleich was ist. close of probation. Ist gleich Ende der Gnadenzeit. We assume that. Das haben wir angenommen. So now we're starting to guess. Und jetzt fangen wir an zu raten We use logic. und benutzen Logik. So we said Also haben wir gesagt, shut door geschlossene Tür equals close of probation. ist gleich Ende der Gnadenzeit. Close of probation, Ende der Gnadenzeit we stick a shut door here. ist eine geschlossene Tür. Assumption 1. Annahme Nummer 1. Then we said Dann haben wir gesagt, Millerite history ends in October here. dass die Miller-Geschichte im Oktober hier endet. Shut door, everything's finished. Geschlossene Tür, alles vorbei. So then we're going to line up Dann haben wir hinzugefügt, 1844 with this. nämlich 1844. Do we get the logic? Können wir dieser Logik folgen? Parable of the 10 virgins Gleichnis der 10 Jungfrauen ends with a shut door. hört mit einer geschlossenen Türe auf We say shut door und wir sagen, die geschlossene Tür means the end. bedeutet das Ende. It's obvious, Das ist ja offensichtlich, perhaps. vielleicht. Because it's so obvious, Und weil es so offensichtlich ist, then we say close of probation. sagen wir, dass das Ende der Gnadenzeit, What does close of probation mean? was bedeutet denn Ende What der does close Gnaden? mean? Was bedeutet denn beendet oder enden? Or What do you say? shut. Geschlossen, The end. das Ende, The end of probation. das Ende der Gnadenzeit. Probation ends or shuts. Die Gnadenzeit endet oder ist geschlossen. Parable of the 10 virgin ends at the door, Das Gleichnis der 10 Jungfrauen endet hier an dieser Tür and probation ends. und auch die Gnadenzeit endet. The door is closed, probation is closed. Die Tür ist geschlossen und somit ist auch die Gnadenzeit geschlossen. So we can see the connection there. Also können wir die Verbindung hier erkennen. So we've lined up 1844 Wir haben also 1844 damit with the shut door mit der geschlossenen Tür verbunden to close the probation. und auch mit dem Ende der Gnadenzeit. Is everybody okay with that connection? Kann jeder diese Verbindung erkennen? This was strong Das war eine sehr starke Verbindung. because we knew something else. Denn wir kannten ja noch etwas weiteres. We discussed this already. Das haben wir nämlich schon When besprochen. Christ began his work Als Christus seinen Dienst angetreten hat, way back the first advent, viele Jahre zurück bei der ersten Ankunft, did we see any doors? haben wir da auch Türen gesehen. We wouldn't call them doors. Wir würden sie nicht Türen nennen. What do we call it? Wie haben wir sie genannt? In the sanctuary. Im Heiligtum. Curtains. Der Vorhänge. What happened to them? Was geschah denn mit ihnen? They were opened. Sie wurden geöffnet. Now, does open mean close? Bedeutet nun geöffnet geschlossen? We'd say no. Nein. Let me ask it a different way. Aber lasst es mich nun auf eine andere Art und Weise fragen. Does close Bedeutet mean schließen, end? beenden. The door is closed, the parable of the 10 virgin, the story ends. Die Tür ist geschlossen. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen endet. Does close mean end? Bedeutet nun geschlossen, beendet? No? Nein? Brother Aaron says yes. Yeah. Yes, Catherine. The door is closed. Probation is closed.
Die Tür ist geschlossen, die Gnadenzeit ist geschlossen. Probation has ended. Die Gnadenzeit hat geendet, The story's ended. die Geschichte ist beendet. Your journey's ended. You can't go any further. Die Reise ist beendet, du kannst nicht noch weitergehen. So I would argue that the closed door is the end. Also will ich argumentieren, dass die geschlossene Tür das Ende ist. We had the curtains open. Wir haben gesehen, dass die Vorhänge geöffnet waren. What does it mean that those curtains were open, Was bet- Sister Catherine? Bedeutet es denn, dass diese Vorhänge geöffnet wurden? System had ended. Dass dieses Opfersystem beendet wurde? So the open curtains Also diese geöffneten Vorhänge mean the end. bedeutet Ende. So whether they're open or shut, it Sei- can mean the end. Sei es nun, dass sie geöffnet oder geschlossen sind, beides kann das Ende bedeuten. So what happens in 1844? Was geschah nun im Jahre 1844? With respect to the sanctuary, Christ's ministry. Da gab es eine geschlossene Tür und eine geöffnete There Tür. are two doors being dealt with now. Da gibt es nun also zwei Türen, mit denen die wir betrachten müssen. The door to the holy place Die Tür zum Heiligtum is closed, wurde geschlossen and the door to the most holy place is open. und die Tür zum Allerheiligen wurde geöffnet, And it marks the end of one dispensation, the Welches- beginning of a new. welches nun das Ende einer Dispensation markiert, aber auch den Anfang einer neuen. So this shut door Diese geschlossene Tür we get from two testimonies now. bekommen wir nun von zwei Zeugen schon. What's the first testimony? Was war der erste Zeuge? Which story? 10 virgins, Matthew Die- 25. Welche Geschichte? Und zwar, es war Matthäus 25, die 10 Jungfrauen. Second story, Welches war die zweite Geschichte? that's right. Sanctuary. The sanctuary story. Die Geschichte vom Heiligtum. Do we have a Bible verse? Haben wir da einen Bibeltext? Yes. Ja. The cleansing of the sanctuary. Die Reinigung des Heiligtums. Daniel 8:14. Daniel 8, Vers 14. So you've got Matthew 25, Daniel 8:14, two stories about shut door in 1844. Wir haben also zwei Geschichten. Matthäus 25 und Daniel 8, Vers 14. Beide handeln von einer geschlossenen Tür. So now what we did Was wir dann getan haben, was some clever work. war ein sehr schlaues Werk. What we did was Was wir getan haben, we took Ellen White's statement here ist, dass wir Ellen Whites Aussage hier genommen haben and we kind of ignored it. und es eigentlich ignoriert haben. What we did is said, we're interested Was wir gesagt haben, ist, dass wir eigentlich nur darin interessiert sind, in the church. nämlich nur an der Gemeinde interessiert sind. So this Sunday law, Dieses Sonntagsgesetz, what did we turn that into? in was haben wir das nun umgewandelt? We turned the Sunday law, this verse 41, this one here, this Sunday law, Vers 41 haben wir nun umgewandelt we gave it a new title, und haben ihm einen neuen Titel gegeben. which was what? We called it the close of probation. Wir haben es Ende der Gnadenzeit genannt. How can we do that? Wie können wir das denn tun? How can we do that? We said probation ends there for the church. So we Wir- s- Wir haben gesagt, dass da die Gnadenzeit für die Gemeinde endet. world, church. Also hier für die Welt und hier für die Gemeinde. So we took this concept and we brought it to the level of the church. Wir haben also das Konzept genommen und es auf die Ebene der Gemeinde gebracht. And then, Dann, if this was the church, wenn das also die Gemeinde ist, we were left with this image of the beast, dann haben wir hier ja immer noch dieses Bild des Tieres, which would be sometime before Sunday law. welches dann etwas vor dem Sonntagsgesetz aufkommen muss. So now we're not even sure where the image of the beast is or what it is. Und jetzt sind wir in der Lage, dass wir nicht einmal mehr wissen, wann und wo oder was das Bild des Tieres ist.
we said this is the story of the church. Da haben wir gesagt, das ist die Geschichte der Gemeinde. Millerite history is about what? Die Miller-Geschichte geht denn um wen? Oder um Protestant was? America. Um das protestantische Amerika, Church. nämlich um die Gemeinde. Close of probation Ende der Gnadenzeit is shut door. ist die geschlossene Tür. So here we have a shut door. Also haben wir hier die geschlossene Tür Shut door is 1844. und diese haben wir im Jahr 1844 gesehen. So what we do Was wir also tun, is we take this history here dass wir diese Geschichte nehmen and Sunday law und das Sonntagsgesetz becomes what waymark? wird dann zu welcher Wegmarke? Take all of that out. Here it is. Sunday law becomes what haben wir es. waymark? Welche Wegmarke wird dann das Sonntagsgesetz? October. Oktober. October is Und Oktober ist shut door. die geschlossene Tür. So remember, Erinnert euch, we don't know the function of Raphia and Panium. wir wissen die Funktion von Raphia und Panium ja nicht. So now we're going to find out its function, Und nun their möchten wir function. ihre Funktion herausfinden. You need a code book. Wir benötigen jetzt hier so dieses Codebook, Ellen White. nämlich Ellen White. So we go back into their history Und so gehen wir zurück in die Geschichte and we say, if this is October, und sagen, wenn das jetzt hier nun Oktober ist, this one dann muss dieses hier is what? August. I'll give the month. This is August. Das muss August sein. This one. July. Muss der Juli sein. And this Und dieses was the midnight cry. ist der Mitternachtsruf. And this Und das was midnight. war Mitternacht. In the Bible, In der Bibel these two events kommen diese beiden Ereignisse are joined together. gemeinsam auf. What's the Bible verse, Sister Catherine? Was ist denn der Bibelvers dafür? Book? Welches Matthew. Buch? Chapter? 25. Good. We're I in didn't- Matthew 25. Matthäus 25, The verse? Vers. Sister Suellen, you know the verse? Brother Wolfgang, you know the verse? Brother Carl? Welcher Vers ist es? Can you repeat, please? What's the verse that combines these two? Midnight, midnight cry. Matthew Welcher, 25 verse. welcher Vers verbindet nun Mitternacht und Mitternachtsruf? Es ist Matthäus 25, Vers 6. Can you see that, Sister? Es ist Vers Catherine? 6. At midnight, there was a cry. Um Mitternacht ging ein Ruf. So we say midnight cry. Deswegen sagen wir Mitternachtsruf. Singular event in the verse. Es ist ein singulares Ereignis in dem Vers selbst. 25, 6. Also 25, Vers 6. But if you were to think in real life, Wenn wir jetzt aber an das wahre Leben denken, we're all sleeping. wir schlafen alle, Midnight comes, Mitternacht kommt and just afterwards you hear a cry. und genau danach hörst du diesen Ruf. So you can just about conceptualize that they would be two separate things. Und deswegen kann man so erkennen, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind. It even says at midnight there was a cry. Es sagt ja auch, um Mitternacht, da gab es diesen Ruf. But you need to go to Millerite history Man muss aber dann zur Miller-Geschichte gehen, to clarify it's two separate waymarks. um deutlich herauszustellen, dass es zwei unterschiedliche Wegmarken sind. So what have we now discovered? Was haben wir denn nun entdeckt? The function of Raphia and Panium. Die Funktion von Raphia und Panium. We took a code book, Wir haben ein Codebook genommen, Matthew 25, nämlich Matthäus 25. but Ellen White Aber Ellen White gives us the details of that, gibt uns noch mehr Details darüber. and we're able to identify these two waymarks now. Und so sind wir nun, ist es uns möglich, diese beiden Wegmarken zu identifizieren.
Then we took another major step. Und dann müssen wir noch einen weiteren größeren Schritt machen. We've got July, August, October. Wir haben also nun hier Juli, August, Oktober. We had already figured out before this Und zuvor haben wir schon herausgefunden, the 9/11 dass der 11. September was what month? welcher Monat war. Sorry? Not September. Nicht September, April. Was April. April. Does that make sense? We'd already figured out that this dot was April. Wir haben schon herausgefunden, dass dieser Punkt hier April war. So we've gone from April to October. Also gelangen wir von April bis Oktober. That's why we were certain it would be July and August. Und deswegen konnten wir uns sicher gehen, dass es Juli und August ist. I think many people Ich glaube, dass viele Leute could come up and do the line of the priests hier vorkommen können und die Linie der Priester and then probably do aufzeigen. the line of the Levites. Und wahrscheinlich auch die Linie der Leviten. In fact, I think you did it in a class, didn't you? An interactive class. Ich glaube, das With habt ihr auch Elder schon mal Tess. gemacht. In einem Unterricht, in einem sehr interaktiven Unterricht mit Tess. So I think most people can do that. Ich glaube, die meisten können das machen. But I think what many of us don't appreciate Aber was ich glaube, was viele von uns nicht annehmen oder dankbar sind, are all the intricate steps that took us from this basic line, this one, dass wir nicht all die Schritte annehmen, die uns von dieser grundlegenden Linie to the line of the priests. zur Linie der Priester führen. There's many small steps. Da gibt es viele kleine Schritte. So we've got to the stage now. Wir sind nun an den Punkt angelangt, We can go from 1989 von 1989 and take 5 steps, 5 Schritte zu bring us to the nehmen, Sunday law. die uns dann zum Sonntagsgesetz führen. 3 intermediate ones. 3 als Schritte also dazwischen. And what we didn't realize that we were doing Und was wir dann nicht erkannt haben oder uns nicht bewusst war, was wir when we machen, did all of that während wir all das getan haben, is that we were creating this line here, this priest line. dass wir nämlich diese Linie der Priester hier kreiert haben. That's what we didn't realize that we were doing. Das war uns nicht bewusst, dass wir das getan haben. So then what we needed to do Was wir dann machen mussten, is to decide, ist zu entscheiden, shall we call these waymarks different ones, which would be like Raphia or Panium or July or August, sollten wir diese Wegmarken nun anders benennen, wie Raphia, Panium, Juli, August? or should we call them the same ones that we've already got? Oder sollten wir sie gleich benennen, wie die wir ja schon erkannten? And people said Und dann haben Leute gesagt, we should call it the same. wir sollten sie gleich benennen. Now, if we didn't call it the same, if we called it something else, Wenn wir sie jetzt nun nicht gleich benannt hätten, sondern irgendwie anders, we'd have to have a separate code book. dann müssten wir ein anderes Codebook oder Wörterbuch haben. This waymark here, Diese Wegmarke hier, where we've got an S, wo wir hier jetzt S haben, what waymark was that? welche Wegmarke war das Historically. nochmal? Historisch gesehen. What event? Welches Ereignis? We've got this big S. Hier haben wir dieses große S. S was king of the south. S bedeutete der König des Südens. Remember? This was Raphia. Das ist Raphia. Raphia. Hier, Raphia. Raphia. So we're going to go from Raphia Wir kommen also nun von Raphia and bring it into the modern world, und führen es in die moderne Welt and we need to know its function. und müssen seine Funktion erkennen. The function for Raphia was what? Und die Funktion für Raphia war nun was? It was what? It was midnight. Es war Mitternacht. That's its function, midnight. Das ist die Funktion. Es ist Mitternacht. And then, Dann, when we started considering the line of the priests, wenn wir angefangen haben, die Linie der Priester anzuschauen,
we have a choice. hatten wir eine Wahl. What will we call that waymark? Wie würden wir nun diese Wegmarke nennen? What are our choices so far, Sister Sarah? Didn't we say close of probation back then? Not yet, that we've just stepped through now. Raffia, Ah. Midnight? Also Raffia, dann Mitternacht. or July. Juli. so we've got various ways of explaining what that is. Also wir haben nun verschiedene Art und Weisen zu erklären, was es bedeutet. This major waymark before Daniel 11 verse 41. Diese große Wegmarke vor Daniel 12, Vers 1. And there's another one. Und es gibt noch einen weiteren. When we come to the line of the priests, Wenn wir nun zur Linie der Priester gelangen, we decided to call it haben wir entschieden, es close of probation. Ende der Gnadenzeit zu nennen. So we've got choices. Wir haben also eine Auswahl. Because if we had said Raffia, Denn wenn wir nun einfach Raffia sagen, then people say, what is Raffia? dann fragen die Leute, na, was ist denn Raffia? Because Ellen White doesn't speak about it. Denn Ellen White spricht ja nicht darüber. So what would we have to do? Was müssen wir dann tun? We'd have to have a little cheat sheet, Müssen wir hier so einen Spickzettel haben? and the cheat sheet would say, you know, Und- cheat sheet, yeah? Und dieser Spickzettel, Every time you use the word Raffia in a presentation, wann immer du auch das Wort Raffia in einer Präsentation benutzt, read what? dann meine ich eigentlich, oder dann sollte es heißen, Close of probation. Ende der Gnadenzeit. Or Oder? every time you read in the spirit of prophecy, Immer wenn du im Geist der Weissagung liest, she says close of probation, wenn sie über das Ende der Gnadenzeit you spricht, say, what does that mean? und dann, was bedeutet das? You look at your cheat sheet, Dann schaust du auf deinen says, Spickzettel. oh, that's Raffia. Ah, das ist Raffia. So to stop, what is a cheat sheet? Was ist nun ein Spickzettel? When you're at school Wenn du in der Schule bist and you learn your subject, und du deine Thematik lernst, at the end of the year you do revision. am Ende des Jahres machst du deine Wiederholung And most people und die meisten get little cards nehmen dann kleine Karteikarten and they summarize their thing that they need to memorize. und fassen die Thematik zusammen, die sie lernen müssen. An equation. Zum Beispiel eine Gleichung. So you don't do give examples. You just put the equation on the card, Also du gibst nicht ein Beispiel, sondern du tust einfach nur die Gleichung auf die Karte aufschreiben you look at the card and you try to remember. You keep on doing that. und dann versuchst du, also du schaust auf die Karte, versuchst dich daran zu erinnern, schaust wieder weg, So it's similar versuchst to es that. auswendig zu lernen. So einfach ist es. So sometimes Manchmal you're allowed to take the information of this card with you. It's called an open exam, an open book exam. Manchmal ist es dir erlaubt, diese Karteikarten mit in deine Prüfung zu nehmen. Das bedeutet dann, es ist eine offene Prüfung. And so it's called a cheat sheet because it's basically cheating. Und deswegen wird es jetzt Spickzettel genannt oder auch diese Schummelkarte, weil es dir erlaubt ist zu schummeln sozusagen. So if we had kept it this name, Wenn wir nun diesen Namen beibehalten hätten, we'd keep on having to cross-reference. dann müssten wir immer diesen Bezug nehmen. That's problem one. Das ist Problem Nummer 1. Problem two Problem Nummer 2 is Raffia ist, dass Raffia was an ancient battle. eine Schlacht im Altertum war. And if you want to know what the event looks like, Und wenn du wissen möchtest, wie dieses Ereignis aussieht, if you want to know what closed probation looks like, if you go to Raffia, wenn du nun wissen möchtest, wie das Ende der Gnadenzeit aussieht und du Raffia betrachtest, you might misread what the event would feel like. und dann magst du wohl falsch deuten, wie dieses Ereignis aussieht. Because there are no elephants at the close of probation, Weil es gibt ja keine Elefanten beim Ende der but there are Gnadenzeit. elephants at Raffia. Aber es gab Elefanten bei Raffia. It's a battle. Es war eine Schlacht. So you have to be careful what lesson you draw from that story. Man muss also aufpassen, welche Lektion man aus der Geschichte herausnimmt. Since then, Seit damals it got even more complicated wurde es noch komplizierter, because we found another battle.
Weil wir ja noch eine weitere Schlacht gefunden haben. And what battle is that? Und welche Schlacht war das? Sorry? Not Panium. Nicht Panium? The one that goes for this one. We won't tell Elder Tess. She'll chastise us. Asculum, is it? Is it Asculum? Yeah, it was those. I think so. Asculum? We'll be in trouble if we got that wrong. Ja, oh Can you ja. believe that? Wir werden wirklich in Probleme kommen, wenn wir das Against jetzt hier the world, falsch and we can't know our sagen. battles. So that shows us Das zeigt uns a good example ein gutes Beispiel, that we've got all of these symbols, all these titles we could have used, dass wir all diese Symbole und Titel nutzen könnten. and we're more familiar with some than others. Und mit einigen sind wir vertrauter als mit anderen. Yeah, we knew they'd get it right. Did you check? So Ja, wir haben es richtig. we chose close of probation, Wir haben jetzt uns für Ende der Gnadenzeit clean and tidy and easy. ausgesucht, weil es einfach ordentlich und sauber ist. Then you go to Panium. Dann gelangen wir zu Panium You do the same thing with Panium. und machen genau das gleiche mit Panium. Panium, Panium, Midnight Cry, Mitternachtsruf, August. August. It's not Asculum, it's Es ist nicht Asculum, sondern Beneventum. Panium. Panium. Okay? Ist Beneventum. So now we've got another 4 sets of titles. Also haben wir noch eine weitere Auswahl an Titeln. What's the point of calling this waymark Beneventum? Was ist denn die Absicht davon, dies Beneventum zu nennen? Because we're going to get all of our information from the spirit of prophecy, Weil wir ja all unsere Informationen aus dem Geist der Weissagung eigentlich bekommen. Daniel Revelation, Daniel und Offenbarung. and there's no Beneventum in any of that. Da gibt es kein Beneventum. So you can't use the spirit of prophecy to investigate what these waymarks would mean. Also kann man kein Geist der Weissagungszitat nehmen, um herauszufinden und zu untersuchen, was das eigentlich bedeutet. So we decided to call it what? Und deswegen haben wir entschieden, es was zu nennen. What do we call Panium? Was nennen wir Panium? Wie nennen wir Panium? We call it the second advent, the second coming. Wir nennen es die Wiederkunft. Clean and tidy. Ganz ordentlich. And we've got vast amount of information about that event. Und wir haben eine große Menge an Informationen über diese Wegmarke. Of course, Natürlich we can't throw away all of this information können wir diese ganze Information nicht einfach wegwerfen. because now you've got 4 stories Denn hier sehen wir nun 4 Geschichten, that help you to explain this event which comes before the Sunday law. die uns helfen, dieses Ereignis zu erklären, das vor dem Sonntagsgesetz kommt. So now you've got an explosion of information. Also haben wir hier eine Explosion von Informationen. The summary of all of that Die Zusammenfassung von all dem is that we have created a history ist, dass wir eine Geschichte kreiert haben, which we call the history of the priests. die wir nun die Geschichte der Priester nennen. And we have gone Und wir sind da from 1989 von 1989 gegangen to what we would call in Millerite history, August. und was wir in der Miller-Geschichte August nennen würden. And all the symbology changes. Und all die Symbolik verändert sich nun. Because you tell me, Denn sagt mir nun, how do you go from August, the midnight cry, to the second advent? wie gelangt man nun vom Mitternachtsruf im August zur Wiederkunft? How can the midnight cry Wie kann der Mitternachtsruf become the second advent? zur Wiederkunft werden? This can become confusing, Das kann sehr verwirrend werden. especially when we're not familiar with looking at it this way. Vor allem, wenn wir uns nicht vertraut ist, diese Art und Weise, das zu betrachten. So we're confronted with a huge problem, Wir sind also mit einem großen Problem konfrontiert. and we get all of this confusion and we just put it to one side Und all die Verwirrung nehmen wir und stellen sie mal beiseite and make it really simple. und machen es sehr einfach. We create a line called the line of the priests, Wir kreieren die Linie, die wir die Linie der Priester nennen.
have 5 waymarks, die 5 Wegmarken hat. and we say 89, 9/11, Und wir sagen 89, 11. September, 14, 19, 21. 14, 19, 21. Easy. Sehr einfach. Then we give them titles Und dann geben wir hier die Titel an. that you can go into the spirit of prophecy and read about. Und dass du in den Geist der Weissagung gehen kannst und darüber lesen kannst. Can't read about Raphia or Panium, Man kann nicht über Raphia oder Palium lesen, Askel, Beneventum. You won't see any of that. Asculum oder Beneventum. Nichts davon können wir im Geist der Weissagung sehen. You do read some of the Millerite dates, Man liest über die Daten der Milleriten, events, also die Ereignisse. but we're at the end of the world, so we're going to call them end of the world events. Aber wir sind ja hier am Ende der Welt und deswegen nennen wir sie die Ereignisse am Ende der Welt. Time of the end, Zeit des Endes, Sunday law, Sonntagsgesetz, close of probation, Ende der Gnadenzeit, second advent. Wiederkunft. This one becomes difficult. Dieser hier wird wieder schwierig. This one we're not sure about. Über diese Wegmarke sind wir uns nicht sicher. But if we were true to logic, Aber wenn wir der Logik treu sind, principle, treu dem Prinzip, what would 9/11 be? was würde dann der 11. September sein? Be 1844. Es muss 1844 sein. So, Also, coming back to the questioner. kommen wir zurück zu der Frage. We've got 2019. We can put November there. Wir haben hier 2019 und wir könnten auch den November hier markieren. We've already studied about the mark of the beast and the seal of God. Wir haben schon über das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes studiert. It's 9a. Das ist hier Nummer 9a. We have the reference. Und wir haben hier auch die Quelle. We already studied Wir haben schon studiert, the seal of God is a period of time. dass das Siegel Gottes eine Zeitperiode ist. How do we know? Woher wissen wir das? What's the word that told us period of time? Was war das Wort, das uns gesagt hat, dass es eine Zeitperiode ist? You can remember. Kann jemand sich erinnern? Do you remember, Sister? We use the word process, Wir haben das Wort Fortschritt oder Vorgang benutzt, but the Prozess, passage says aber in der Passage heißt es something about truth, etwas über Wahrheit, so you can't be moved. sodass du nicht mehr bewegt werden kannst. Not Passover. Nicht Passover. Settling. Dass es gegründet sein. The seal Das Siegel is the settling into the truth, ist dieses gegründet sein in der Wahrheit, so you can't be moved. sodass du nicht mehr verrückt werden So we know kannst. it's a period of time. Wir wissen also, dass das eine Zeitperiode So ist. the seal Das Siegel begins where? fängt also nun wo an? This is just revision. We've done this already. Das ist jetzt Wiederholung, das haben wir schon besprochen. We know it's connected to the mark of the beast. Wir wissen, dass es mit dem Mahlzeichen des Tieres in Verbindung steht. Where does the seal begin? Wo fängt denn das Siegel an? Which way mark? Welche Wegmarke? Good. Sonntagsgesetz. Ends? Und endet am Ende der Gnadenzeit. Excellent. So this here Hier also would be the seal. ist das Siegel Sunday law to close of probation. vom Sonntagsgesetz bis zum Ende der Gnadenzeit. It ends at this point. Es endet hier an diesem Punkt. So now we come to the question. Und jetzt kommen wir zur Frage. I said Ich habe gesagt, that we're sealed here in 2019 November. dass wir im November 2019 versiegelt sind. So I've tried to show how we get to that logic. Ich habe versucht aufzuzeigen, wie wir zu dieser Logik kommen. So the question is Die Frage, this prophetic? ist es nun hier prophetisch zu erkennen? The reason the person is asking the question Und der Grund, warum die Person nun die Frage stellt, is because what kind of a close of probation is this? denn ist, weil sie fragt, na, welche Art des Ende der Gnadenzeit ist das hier denn?
Is it a literal one Is or a es ein- prophetic one? Ein buchstäbliches Ende der Gnadenzeit oder ist es ein prophetisches? And this is where the confusion begins to arise. Und hier fängt also nun diese Verwirrung an. This one here, Diese hier, Daniel 12:1. Daniel 12, Vers 1, Remember, erinnert euch, this 19 one dieses Ende der Gnadenzeit bei 19 is here. befindet sich ja eigentlich hier. That's 19. Das hier ist 19. So that night 2019, Hier 2019, close of probation, Ende der Gnadenzeit, is not this close of probation. ist nicht dieses Ende der Gnadenzeit. So the question is Die Frage also, this one prophetic? ist dieses nun prophetisch? Because Weil this one would be dieses, literal. dieses dann also buchstäblich That's what the wäre. question is asking. Das ist die Frage. They're asking the question about November 2019. Sie stellen die Frage in Bezug auf November 2019. Is it a prophetic sealing? Ist es also nun ein prophetisches Versiegeln? Because the person believes that the close of probation in 2019 is prophetic, not literal. Weil die Person selbst auch glaubt, dass dieses Ende der Gnadenzeit in 2019 prophetisch ist und nicht buchstäblich. So if the close of probation in 19 is not literal, Wenn nun das Ende der Gnadenzeit im Jahr 2019 nicht buchstäblich ist, do we ever have a literal close of probation? haben wir überhaupt ein buchstäbliches Ende der Gnadenzeit? I'm assuming the question is going to say yes, and it will be this one. Ich nehme an, dass der Fragesteller Ja sagen würde und dann auf dieses verweisen würde. So remember, our whole discussion is about the great test that we're going through. Is it prophetic or moral? Erinnert euch, unsere ganze Thematik geht darum, ist nun dieser große Test prophetisch oder moralisch? Let's have a rough, basic definition of prophecy. Lasst uns nun eine kurze Definition von Prophetie haben. A rough definition of prophecy. Definition für Prophetie. We've spoken about it a number of times in class. Da haben wir schon oft in Unterricht darüber gesprochen. Someone can give us the reference, perhaps. Vielleicht kann uns jemand ja auch die Okay. die Referenz wäre ausgewählte Botschaften, Band 2, 100 and? He said 102. Er hat gesagt 102 im Englischen. Paragraph 1. Abschnitt 1, 2 SM, 2 SM, page 102. Seite 102 im Englischen. Paragraph 1. Abschnitt 1. Give us a definition for prophecy. Very Hier, basic. gib uns bitte die Definition für Prophetie. Sehr grundlegend, sehr einfach. Historical events showing the different fulfillment of the prophecy. Good. Historische Ereignisse zeigen die direkte Erfüllung von Prophetie auf. We'll do it really simple. Und wir machen das jetzt sehr einfach. Prophecy Prophetie is special historical events. ist oder sind spezielle historische Ereignisse. She didn't say special. Sie sagt jetzt nicht spezielle. I'm saying the word special. Ich sage das Wort speziell. So there are special events. Sie sind also diese besondere Ereignisse. So when we say Michael stands up, Wenn wir hier nun sagen, dass Michael aufsteht, that's a special event. das ist ein besonderes Ereignis. Not sure what that event is. Aber nicht sicher, was das Ereignis nun ist.
Obviously, we know what it is in heaven. I mean, we don't know what it is here on earth. Offensichtlich wissen wir, was das Ereignis im Himmel ist, aber wir wissen nicht, wie es auf der Erde ausschaut. Because when Brother Carl read historical events, he meant historical events on earth, not in heaven. Als Karl gelesen hat von historischen Ereignissen, dann meinte er Ereignisse hier auf der Erde und nicht im Himmel. We know it's an event on earth Wir wissen, dass es ein Ereignis auf der Erde ist, because an angel that was on earth denn ein Engel, der auf der Erde war, is going to have a look, schaut and when he sees something, und wenn er etwas erkennt, he'll fly back to heaven fliegt er zurück in den Himmel and he's going to say, und wird sagen, it's done, es ist vollbracht, whatever the it was. was auch immer dieses Es ist. And Jesus will say, Und Jesus sagt dann, I'm going to stand up now, jetzt kann ich aufstehen, after he receives the information from the angel that was on earth. nachdem er die Information von dem Engel bekommt, der auf Erden war. The angel saw something, Der Engel hat etwas gesehen, some event. ein Ereignis. So we know Also wissen wir, that this close of probation dass dieses Ende der Gnadenzeit is what? was ist? Literal or prophetic? Buchstäblich oder prophetisch? The definition of prophecy Die Definition von Prophetie, is an event that happens on earth ein Ereignis, das auf Erden geschieht. that's significant. Ist das nun ein Ereignis, das bedeutsam ist? So this has to be Es muss also prophetic. prophetisch sein. This is a prophetic event. Das ist ein prophetisches Ereignis. So this close of probation, Daniel 12:1, is prophetic. Dieses Ende der Gnadenzeit von Daniel 12, Vers 1 ist also prophetisch. Did something literally happen? Wird etwas buchstäblich passieren? Sure. Ja, klar. Some event is going to happen on earth Ein Ereignis wird auf der Erde geschehen, because the angel's going to check and he's going to say, look, it's happened. weil Fly to heaven and tell Jesus. der Engel es ja erkennen wird. Er wird sagen, es ist passiert, wird zurück in den Himmel fliegen und es Jesus berichten. So it's prophetic Es ist also prophetisch, and also aber auch there will be a literal event. wird es ein buchstäbliches Ereignis geben. Come to 2019. Wenn wir nun das Jahr 2019 betrachten, 2019. Is that prophetic? ist 2019 prophetisch? Yes. Ja. Was there a literal event? Gab es da ein buchstäbliches Ereignis? Now people get nervous Jetzt werden Leute nervös, because we're going to say yes. weil wir Ja sagen. The fact that we don't know what the event exactly was Der Fakt, dass wir nicht genau wissen, was jetzt dieses Ereignis war, should not trouble us sollte uns nicht beunruhigen. yet. Noch nicht. So 2019 2019 also is an event ist ein Ereignis, just as much as Daniel 12:1 is. so wie auch Daniel 12, Vers 1 ein Ereignis ist. So we can't say that the close of probation was just prophetic and not literal. Also können wir nicht sagen, dass das nur prophetisch war und nicht buchstäblich. Now I think there's a language barrier here Ich glaube, da gibt es nun ein Verständnisproblem aufgrund der Sprache, because I think what the person actually means weil ich glaube, was die Person hier eigentlich meint, is not if the close of probation is literal, because it is. nicht, dass jetzt das Ende der Gnadenzeit buchstäblich ist, weil es ist ja buchstäblich. What they mean Was sie meint, is that literally Daniel 12:1 ist es nun buchstäblich Daniel 12, Vers 1? and it's not Daniel 12:1. Nein, es ist nicht Daniel 12, Vers 1. It's something else. Es ist etwas anderes. We will call it a foretaste of Wir- Daniel 12:1. Wir nennen es einen Vorgeschmack von Daniel So 12, I Vers 1. think that's what the questioner means. Und ich glaube, das meinte der Fragesteller. If this close of probation in 19 is a foretaste, Wenn jetzt nun das Ende der Gnadenzeit im Jahr 2019 ein Vorgeschmack ist, then the seal, dann ist das Siegel, that must also be a foretaste. dann muss folglich das Siegel auch ein Vorgeschmack It sein. doesn't have all the properties. Es hat nicht alle Eigenschaften. So I don't want to call it prophetic. Ich möchte es also nicht prophetisch nennen. We could call it a foretaste Wir könnten es einen Vorgeschmack nennen or a harbinger oder einen
They're very similar probably when you translate them. We'll just go with foretaste. Einen Vorgeschmack, It gives you an idea of what the future will look like. einen Vorbote und wird uns aufzeigen, wie die Zukunft aussehen wird. But I don't think we should call it prophetic Ich denke aber nicht, dass wir es prophetisch nennen sollten and then compare prophetic with literal. und dann prophetisch mit buchstäblich vergleichen. Next question. Nächster Teil der Frage. How should we understand this sealing? Wie sollten wir nun dieses Versiegeln verstehen? Is it real? Ist es real? It is real. Es ist real, It is literal. es ist buchstäblich, But aber it's not the seal that Ellen White speaks about. es ist nicht das Siegel, von dem Ellen White spricht. Ellen White speaks about this sealing, Ellen White spricht über dieses Versiegeln hier, where we've got the latter rain. wo wir hier den Spätregen haben. The sealing that we refer to is this one. Und das Versiegeln, auf das wir uns beziehen, ist dieses hier oben. This little block of history here. Dieser kleine Block von Geschichte, den wir hier sehen. So this sealing is not this one. Diese Versiegelung ist also nun nicht diese. It too is a foretaste. Es ist auch ein Vorgeschmack. It has characteristics and properties, Es hat Charaktereigenschaften, but Es it's hat- not the same sealing that Ellen White speaks about. aber es ist nicht die gleiche Versiegelung, von der Ellen White spricht. The next question, how do we know if we're on the right side? Nächste Frage war, woher können wir wissen, dass wir auf der richtigen Seite stehen? So it depends who you ask. Es kommt jetzt nun darauf an, wen du fragst. If you ask me, Wenn du mich fragst, this is the right side. das hier ist die richtige Seite. If you ask Elder Jeff, he says that's the right side. Und wenn du ältesten Jeff fragst, er würde sagen, na, wir sind die richtige Seite. So to know, Um nun zu wissen, you just choose which camp you want to live in. dann wählst du einfach, in welchem Lager du leben möchtest. That sounds very vague, Das klingt jetzt sehr vage. but there's a lot of detail to show you which would be the true camp or the right side. Es gibt da aber viele Details, um dir aufzuzeigen, welches das richtige Lager ist. And what did I say the primary evidence would be to know which is the right side? Und was habe ich gesagt? Was wäre so dieser primäre Beweis, welche Seite richtig liegt? 9b. Es ist hier 9b. You either believe in two streams of information Entweder glaubst du an zwei Informationsströme or you have this alternative view, oder du hast diese alternative Ansicht, which I've called the threefold union. die ich die dreifache Vereinigung genannt habe. By the way, it's not that we disagree with Revelation 16:13. Und so nebenbei ist es nicht, dass wir mit Offenbarung 16, Vers 13 nicht übereinstimmen. It's just that we do not believe Diese Sache ist aber, dass wir nicht glauben, that the United States, dass die USA, the Papal Church, das Papsttum and the United Nations und die UN are in some secret alliance. sich in einer verborgenen Allianz befinden. That's just not true. Das ist nicht wahr. If you were to believe that, Wenn du das glaubst, then everything we're seeing in the news is rubbish. dann ist all das, was du in den Nachrichten siehst, vollkommener Blödsinn. When President Donald Trump hates the G7, hates the United Nations, Denn Präsident Donald Trump hasst die G7 und hasst die Vereinigten Nationen. criticizes NATO, Er kritisiert die NATO. we'd be saying all of that is just not real. Und da würden wir sagen, na, all das ist dann nicht real. It's pretending. Er gibt nur vor. That is a silly position to take. Und das ist eine törichte Position, die man einnimmt. It's the one that Future for America take, Es ist die Position, die Future for America einnimmt. because either they're enemies or they're in union. Denn entweder sind sie Feinde oder sie sind in einer Verbindung, in einer Einheit. So that's, for me, a simple way to know which is the right side. Für mich ist das eine einfache Art und Weise zu erkennen, welche Seite richtig liegt. You go to all the stories of the scriptures, you always see two sides. In jeglicher Geschichte in der Schrift sieht man immer, es gibt zwei Seiten. The true and the counterfeit. Das Wahre und die Fälschung.
You look today in the world and that's all you see. Und wenn du heute in die Welt schaust, das kannst du dort erkennen. You go to the country, Wenn du in dein Land gehst, the continent, den Kontinenten, the whole world. die ganze Welt betrachtest, However you scale it, it's always the same. egal auf welcher Skala, es ist immer gleich. So that's how you know if you're on the right side. So kannst du wissen, ob du auf der richtigen Seite stehst. So then the questioner asked, Dann war die nächste Frage. we can think we're in the movement and that we've passed the tests. Wenn wir denken, wir sind in der Bewegung, haben wir dann den Test bestanden. And this is where I think people get nervous. Und ich glaube, hier werden die Leute sehr nervös. I'm saying Ich sage, it's March Es- 2020. wir befinden uns im März 2020. If you're in this room, Wenn du dich hier in diesem Raum befindest, if you're watching the videos wenn du die Videos anschaust on YouTube and you put a thumbs up, und du auf YouTube und du einen Daumen hoch gibst, you agree with it, du damit übereinstimmst, you are sealed dann bist du versiegelt as a priest. als Priester. It's as simple as that. So einfach ist es. People find that difficult to conceptualize Und Menschen haben damit Schwierigkeiten, das so zu betrachten, because they feel dirty, weil sie sich schmutzig fühlen, they feel unclean, sie fühlen sich ja nicht sauber, they feel unprepared, sie fühlen sich unvorbereitet, we can't even get along with each other well. sie kommen vielleicht miteinander nicht gut aus. You have all these problems, Wir haben all diese Probleme and we say und that sagen, doesn't feel like someone who's sealed. dann, na, das fühlt sich aber nicht an als jemand, der versiegelt ist. If you are in this movement, Wenn du dich in dieser Bewegung befindest, you pass the test of November the 9th and you're sealed. hast du den Test vom 9. November bestanden und du bist versiegelt. So hopefully I've made that clear. Ich hoffe, das habe ich deutlich aufgezeigt. If you're with Future for America, Wenn du auf der Seite von Future for America stehst, you received what? hast du was empfangen? You received the mark of the beast. Dann hast du das Malzeichen des Tieres empfangen. And why can they not accept that? Und warum können sie das nicht akzeptieren? Because they think Weil sie denken, the mark of the beast is what? das Malzeichen des Tieres ist denn was? Sister Catherine? They think it's Sunday. Sie denken, dass es der Sonntag And ist. they're staunch Sabbath keepers. Und sie sind doch immer noch sture Sabbathalter. So they say we teach just foolishness. Und deswegen sagen sie, dass wir vollkommenes Blödsinn lehren. But the mark of the beast Aber das Malzeichen des Tieres in our generation in unserer Generation is not Sunday sacredness. ist nicht die Sonntagsheiligung. At this basic level, we'll just call it worldliness. Auf ganz grundlegender Ebene nennen wir es jetzt einfach nur Weltlichkeit. And they are extremely worldly, Und sie sind extrem weltlich. aren't they? Nicht wahr? They would say, of course they're not. We're the worldly ones. Sie würden sagen, nein, natürlich nicht. Wir sind doch diejenigen, die weltlich sind. Why do we call them worldly, Sister Sarah? I was just thinking why they don't think that they are worldly. Go with that one. Because they keep all the reforms. They're not in the world. They don't do any worldly things like listen to music, going to cinema and so on. Also ich habe gesagt, meine Antwort ist eher in die Richtung, ich habe gerade gedacht, warum sie sagen würden, dass sie nicht weltlich sind, weil sie eben nicht diese weltlichen Dinge machen, wie ins Kino gehen, wie ja, gewisse Reformen. Sie halten die Reformen. They define worldliness Sie definieren die Weltlichkeit as your moral behavior. als dein moralisches Verhalten. So do we. So tun wir das auch definieren. But what they miss Aber was sie nun verpassen, is that decades ago now, dass nun schon vor Jahrzehnten the United States die Vereinigten Staaten said what? hatten was gesagt. What did they say about the world? Was haben sie über die Welt gesagt? Die Vereinigten Staaten haben etwas über die Welt gesagt. President Bush #1. Präsident Bush, Nummer 1, He says we're in the new world, er hat gesagt, wir befinden uns in der neuen Welt, not the old world. nicht in der alten Welt. We're in the new world order. Wir befinden uns in der neuen Weltordnung. Our definition of worldliness Unsere Definition von Weltlichkeit is wrong.
ist falsch. Is it moral? Ist es moralisch? Yes. Ja. But we're identifying the wrong moral issues. Aber wir identifizieren die falschen moralischen Themen. All our morality, All unsere Moral, not ours, FFA's, also nicht unsere, sondern die von FFA, is all selfish. ist komplett selbstsüchtig. What do I mean by that? Und was meine ich damit? Sister Sarah, what do I mean it's all selfish? All the ones that you identified. It's just focusing on you, so that you are doing the correct thing. Also du fokussierst dich nur auf dich selbst und sagst, okay, ich mache ja alles richtig. I'm not saying they're selfish people. Ich sage nicht, dass sie selbstsüchtige Leute sind. I say selfish Ich sage selbstsüchtig, because it's all about self. weil es nur um einen selbst geht. The worldliness that we are focused on Die Weltlichkeit, auf die wir uns fokussieren sollten, is not about self. geht nicht um uns selbst. It's about what? Um was geht es denn? It's not ourselves we're worried about, it's Wir kümmern uns nicht um uns selbst, sondern others. um andere. It's not about how we treat ourselves. Es geht nicht darum, wie wir mit uns selbst umgehen. It's about Es geht darum, wie wir mit anderen umgehen. the last 6 commandments. Die letzten 6 Gebote. That is the worldliness that we are focused on. Das ist die Weltlichkeit, auf die wir uns fokussieren. And they've become worldly. Und sie wurden weltlich. We have not. Aber wir nicht. Run out of time. Wir sind nun schon über der Zeit. Hopefully I've answered the question. Ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet habe. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you would guide and direct us. Wir bitten, dass du uns führst und leitest. Help us to understand what worldliness is, Hilf uns zu verstehen, was Weltlichkeit bedeutet, to see if we are worldly minded or heavenly minded. um zu erkennen, ob wir auf die Welt schauen oder ob wir uns nach dem Himmel ausrichten. Lord, we know that this is not a new issue. Herr, wir wissen, dass dies keine neue Thematik ist. Your church, Deine Gemeinde, 2000 years ago, 2000 Jahre, thought they were serving you. vor 2000 Jahren haben sie geglaubt, dass sie dir dienen. They were rigid in their reforms, Sie haben die Reformen gut gehalten, but they were so worldly. aber sie waren doch so weltlich. Worldly minded, not heavenly minded. Ihre Gedanken waren weltlich ausgerichtet und nicht auf den Himmel ausgerichtet. Help us Hilfe uns, to understand the true test um den wahren Test zu verstehen, is how we treat one another. nämlich wie wir untereinander uns verhalten. Pray for a special blessing upon the food. Wir bitten dich auch um einen besonderen Segen für das Essen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.